Ja, hi! Heute endlich das lang versprochene Bike-Check-Video zum Deviate Highlander. Bin eigentlich gar kein Freund von solchen Videos, da wird viel gelabert und irgendwie ist es ein bisschen langweilig. Das heißt, ich werde euch jetzt so einen kleinen Clip einblenden, wo ein paar Teile gezeigt werden. Unten in der Videobeschreibung ist die komplette Teileliste aufgeführt und ich sage nur was zu den Sachen, wo ich meine, dass es lohnenswert ist, etwas zu sagen. Das Rad ist eine Größe L, also Large. Ich bin 1,80 groß, 86 cm Schrittlänge und es passt super. Ich habe hier eine Bike Yoke Revive in 185 mm Hub drin. Würde auf jeden Fall noch sehr viel mehr reinpassen. Man kann die auch komplett versenken, also One-Up oder eine Nivo oder was es nicht alles gibt mit noch mehr Hub. Könnte man tatsächlich verbauen, aber ich bin mit der Bike Yoke echt zufrieden. Ich habe die jetzt schon seit ich glaube 2,5 Jahren, musste nie was dran machen, nie entlüften, gar nicht. Ich habe sogar ein paar Mal hier den Schaft gewechselt von 31,6 mm auf 30,9. Das geht ziemlich schnell und so habe ich die bei meinen Rädern immer wieder mitgenommen. Die erste Besonderheit und wie ich meine die größte an diesem Rad ist der hohe Drehpunkt des Hinterbaus. Dazu hat man hier eine Umlenkrolle, die vonnöten ist, denn der Hinterbau weicht nicht wie bei normalen Trailbikes nach oben vorn aus, also hier in so einer Vorwärtsbewegung, sondern tatsächlich nach hinten oben aus. Und das hat den Hintergrund, dass man, wenn man auf ein Hindernis tritt, das Rad nicht dran hängen bleibt, sondern nach hinten ausweicht. Es wird sogar der Radstand etwas länger und das wiederum hat den positiven Nebeneffekt, dass man auf dem Pedal tatsächlich weniger Vibrationen spürt. Ich hatte ja vorher das Mega Tower, das war auch super, aber gerade bei Wurzelpassagen, wo es hinten doch sehr viel gerumpelt hat, hat es mir immer den Fuß vom Pedal gerüttelt. Auch wenn ich pedaliert habe, das war recht anstrengend und das ist bei dem Rad fast gar nicht vorhanden. Und es pedaliert sich einfach nur wunderbar, gerade wenn es wirklich ruppig wird. Der Dämpfer ist einer von EXT, der Storia Version 3. Der ist mir von Marco von Schnurtec zugesandt worden. Ich habe das Rad mit dem Fox X2 bestellt. Der kam an, war kaputt. Habe ich zurück zu Deviate geschickt. Die haben den bei Fox reklamiert. Und währenddessen habe ich bei Marco angerufen, habe gesagt, kannst du mir einen Dämpfer für dieses Rad bauen? Hat er gemacht und der ist jetzt am Rad verblieben. Super geniales Ansprechverhalten, klar, es ist ein Keuldämpfer. Hat eine 550er Feder derzeit drin. Ich teste da noch so ein bisschen, ich hatte vorher eine 525er, geht auch wunderbar und ja, macht Spaß auf jeden Fall. Den kann man auch hier mit so einem kleinen Hebel auf einen Climb-Modus wechseln. Das ist kein voller Lockout, aber auf jeden Fall wippt das Rad dadurch sehr viel weniger. Ich mache das aber eigentlich nur bei Waldwegen, wo ich hochfahre. Im Gelände lasse ich ihn immer offen. Ja, wo ich gerade vom Coil rede, vorne ist auch eine Coilgabel, eine Formula Silver Coil. Die gibt es seit Dezember, glaube ich, im Handel. Und die fahre ich auch seit Dezember. Super geile Gabel. Ich habe die Firmenfeder drin. Bei meinen 90 Kilo passt die perfekt. Und ich habe das blaue CTS drin. Das goldene, mit dem die Gabel kam, war ein bisschen zu hart für mich. Da habe ich das blaue eingebaut und jetzt ist es super plush, wie man im Englischen sagen würde. Und es macht echt Spaß zu fahren. Der Antrieb ist eine Mischung aus Shimano XDR 12-fach und der Axis von SRAM, auch 12-fach. Ich habe die Kassette, die Kette und die Kurbel plus Kettenblatt von Shimano und die Schaltung, wie gesagt, von SRAM. Und es schaltet super geil, muss man echt sagen, mit dem elektrischen Shifter.
tippt man einmal kurz dran, hat man schon hoch oder runter geschalten und der Shimano Antrieb, der schaltet richtig schön sauber und das auch unter Last. Und ich fahre das jetzt schon seit einem halben Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich weiß es gar nicht. Und bis jetzt keine Probleme damit gehabt. Ich bin auch schon ein paar Mal auf dem Schaltwerk gelandet, ist auch schon recht gut zerkratzt, aber funktioniert noch wie am ersten Tag, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nächstes Highlight sind die Bremsen. Das sind die Retissima Hebel und Hope V4 Bremssattel. Ich habe das umgebaut, das heißt die Retissima Hebel sind ja auf Mineralöl, also haben Mineralöldichtung und normalerweise haben die Hope V4 Sattel dort Dichtungen. Ich habe die umgebaut, das heißt ich habe mir Dichtungen für Mineralöl für die Bremssattel besorgt und habe das umgebaut und es ist einfach nur eine richtig geile Bremse. Ich meine die Retissima komplett reicht vollkommen aus für das was ich fahre, aber die Bremse ist noch ein Stückchen kraftvoller. Rein rechnerisch ist sie auf dem Niveau der Maxima, also sehr geile Bremse. Einziges Manko ist, dass der Hebelweg doch recht lang ist mit ungefähr 27 mm, aber mir reicht es vollkommen aus und ich fahre mit echt sehr gern. Das letzte Highlight, was ich hervorheben möchte, sind die P-Rope Laufräder. Die fahre ich auch schon eine Weile. Im Prinzip sind es Newman Felgen, die A30 Alufelge und deren zweite Generation haben. Ja, und wie gesagt, die P-Rope Speichen, mit denen man schön Musik machen kann, sind Textilspeichen. Ich hatte am Anfang beim Vorderrad war es glaube ich, einen recht großen Spliss drin oder Riss oder wie man das auch immer bei Speichen nennt. Bin dann mit P-Rope in Kontakt getreten, die haben gesagt, kein Problem, kannst du weiterfahren, mach ein bisschen Kleber drauf, dass das nicht weiter so auftrieselt und seitdem habe ich auch keine Probleme mehr damit. Die wiegen tatsächlich 1560 Gramm, habe ich selbst gewogen und das für einen Enduro-Laufradsatz ist schon richtig gut und ich fahre mit denen echt alles. Reifen fahre ich vorne den Continental der Kaiser Apex, also nur Apex ohne Protection. Das ist die Downhill-Version dieses Reifens, der ist noch ein Stückchen weicher. Dadurch auch verschleißstärker, aber auch grippiger. Also der hat wirklich richtig viel Grip im Vergleich zum Reifen hinten. Da fahre ich nur den Kaiser Apex Protection oder Protection Apex, wie er heißt. Der ist etwas langlebiger. Nicht langlebig, aber langlebiger. Und hinten super Bremsgrip. Ich hatte vorher den Specialized Reifen drauf, den was war das? Eliminator Black Diamond, den fand ich nicht so gut. Also ich fand ich schon gut, aber nicht so gut wie der Kaiser. Ja, man könnte das Rad, so wie es ist, natürlich noch sehr viel leichter aufbauen. Stand jetzt mit gefüllter Flasche, wer fährt schon ohne Flasche, wiegt es ungefähr 15,5, 15,6 Kilo. Man könnte an den Reifen noch Gewicht sparen. Man könnte natürlich auch sagen, ich fahre das Rad in mit Luftfederelementen, will ich aber nicht. Ich habe mir hier mehr oder weniger ein Enduro-Rad aufgebaut. Hinten 140 mm, vorne 160. Von der Geometrie ist es ungefähr gleich mit dem Megatower. Ich glaube, der Sitzwinkel ist ein Stück anders, 0,5 Grad und der Lenkerwinkel, Lenksteuerrohrwinkel, wie auch immer, Lenkwinkel, keine Ahnung, ist auch 0,5 Grad anders. Aber sonst von den Geometriemaßen ist es fast identisch zum Megatower. Bis auf, dass es eben 140 mm hinten hat und nicht 160. Aber die 140 mm sind genauso potent, wenn nicht sogar potenter wie beim Megatower. Also ich bin damit echt jetzt doch schon recht viel gefahren. Im Bikepark auch unterwegs gewesen. Ich kam mir da nie untermotorisiert vor und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Der Rahmen ist aus Carbon, hat eine lebenslange Garantie. Nicht, dass ich die jemals ausnutzen würde, weil ich wechsle halt ziemlich schnell meine Räder. Aber das muss ich ehrlich sagen, das ist das erste Rad, wo ich sage, ja, ich bin komplett zufrieden. Hier ist nichts, was ich gerne wechseln würde, außer vielleicht vorhin mal die EXT-Gabel probieren. Aber ansonsten einfach nur genial. Fährt sich super, bergauf wie auch bergab. Und es macht einfach nur Spaß. Jo, das war's eigentlich schon. Jetzt habe ich doch ein bisschen mehr gelabert, als ich eigentlich wollte. Naja, wenn euch meine Videos gefallen, dann kommentieren, abonnieren und dann schaut euch noch meine anderen Videos an. Und dann sehen wir uns auch bald wieder vom Trail und ein bisschen interessanter. Bis dahin.